Hey und herzlich willkommen. Im Video geht es um diesen Wacholder, den ich vor einem Jahr gekauft habe. Die Anzahl der Äste wurde stark reduziert. Nach über einem Jahr im Garten sah er jetzt so aus. Ein bisschen Planung und das vorläufige Ergebnis. Und die Vorschau mit KI. Jetzt ist er dran. Jetzt wird er ein Bonsai werden. Für euch setze ich sogar dieses Teil hier auf und ihr seht dann genau, was ich mache. Dieser Wacholder ist eine Mischung aus einem Juniperus chinensis und einem Juniperus sabina. Zur Planung benutze ich ein Grafikprogramm auf meinem iPad. Ihr könnt euch aber auch nur ein paar Skizzen auf Papier machen. Die Form gefällt mir am besten. Dann legen wir mal los. Der Baum hat im Sommer schön geblüht. Ich sehe einen sehr schönen Zuwachs. Im letzten Frühling hatte ich ihn auch zum ersten Mal etwas gedrahtet. Ein schöner Stamm mit guter Bewegung. Der Draht ist an einigen Stellen leider bereits eingewachsen. Das muss ich jetzt vorsichtig entfernen. Die Bewurzelung ist leider nicht optimal. Ich werde hier anschließend an die Gestaltung gleich mal die ersten Maßnahmen treffen und den unteren Bereich neu aufsetzen. Welche Äste muss ich noch wegnehmen, um die Grundform für meinen Entwurf zu erhalten? So, jetzt habe ich mich für diesen Ast entschieden. Vor dem Drahten untersuche ich jetzt noch einmal die Struktur des Baumes. Vor dem Drahten umwickle ich jetzt den Stamm mit einem Band aus Jute. Es kommen zwei Bonsai-Drähte zum Einsatz, die ich nacheinander von unten her um den Stamm wickle. Der untere Teil des Stammes wird nicht mehr biegsam sein, deswegen beschränke ich mich hauptsächlich auf den oberen Bereich. Die ersten Versuche Bewegung und Gegenbewegung. Als nächstes sind die Äste dran.
jetzt noch etwas zuschneiden. Ein vorläufiges Ergebnis. Es könnte ein schöner Bonsai werden. Erstmal fertig. Ich frage jetzt die KI, wie der Baum in 20 Jahren aussehen könnte. Das würde ich tatsächlich noch gerne miterleben. So, jetzt sitze ich also hier und habe den Baum nach den Vorgaben, nach meinen eigenen Vorgaben oder KI-Vorgaben versucht zu bearbeiten. Ich bin einigermaßen zufrieden. Der Baum kommt jetzt erstmal in den strengen bayerischen Winter. Das kann er. Und nächstes Jahr freue ich mich schon, dass ich ihn weiter bearbeiten darf. Sehr vielversprechend. Und dann werde ich ihn auch entsprechend den Vorgaben in dieser Form dann drehen oder gedreht einpflanzen. Dann werde ich ihn auch etwas geneigt nach hinten einpflanzen. Jetzt momentan will ich das nicht machen. Das würde ihn noch mehr stressen. Er hat schon genug zu tun gehabt jetzt mit mir, der Arme. Ja, vielleicht hat euch das Video gefallen. Die Herangehensweise, ich bin kein Lehrer, ich bin kein Bonsai-Spezialist. Aber vielleicht habt ihr das ein oder andere mitgenommen von meinem, ich kann gar nicht aufhören, von meinem Versuch, hier wieder was einigermaßen Nettes zu gestalten. Bis zum nächsten Mal. Freut mich, dass ihr zugesehen habt. Abonnieren ist schon mit dergleichen, wie ihr wollt. Tschüss.